So Leute, ihr seht gerade, wir sind schon wieder mitten unterwegs. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian. Wir haben heute wieder Mara mit am Start. Sie erklärt uns heute wieder einige Sachen zur PFL-Linie. Da brauchen wir auf jeden Fall immer Unterstützung, weil wir noch nicht so im Thema drin sind, aber Mara ist es umso mehr. Und wir sind jetzt auch schon wieder mitten in Action, denn wir sind hier in so einem Telefonbunker, hast du gesagt, ne? Ja, das ist der Verteiler, der Telefonverteiler für Fort Tancremont. Und ja, da gibt es hier zwischen den Linien einige von, wo die ganzen Telefonleitungen zusammenkamen, von den ganzen Zwischenbunkern, die zwischen den Fortifikationen sind, und wo die ganzen Leitungen von den Fortifikationen zusammenkommen und nach der Zentrale nach Lüttich auch gingen. Ja. Also die praktisch die Kommunikation halt aufrechterhalten mussten, ne, damit die einzelnen Werke ja auch miteinander kommunizieren konnten. Und ja, das Ding ist voll verbunkert, haben wir gerade festgestellt. Wir haben hier... Ich denke, dass das doch die Granate-Dinge waren, nach alle Richtungen. Ja, stimmt, ja. Nach alle 4 Richtungen. Weil das fällt ja direkt hier nach unten weg, ne? Ja. Wenn du hier reinleuchtest. Also ich zeige euch das mal hier ein bisschen. Das fällt direkt nach unten weg. Also wir haben dann 4 Stück an der von jeder Zahl. Seite eine. Ja. Ansonsten hätten die sich auch nicht anders verteidigen können. Ne? Nee, weil, guck mal, hier ist noch sogar noch eine Leitung. Guck mal. Tatsächlich, ja. Die Leitungen sind noch drinnen. Ja, da ist nur das alte Kabel. Da auch. Ja. Also das ging hier hoch und hier waren im Prinzip diese Verteiler, wo die praktisch so umgesteckt haben, wie man es halt von früher noch kennt. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, also so würde ich das auch interpretieren. Ja, mehr ist hier leider jetzt auch nicht mehr zu sehen. Es ist halt auch schon ein bisschen vermüllt. Das passiert halt sehr oft bei solchen Anlagen, die schon noch ein bisschen näher zur Zivilisation sind. Ja, aber interessant ist auch der Notausstieg. Ja. Hier ist der Eingang und hier ist der Notausstieg. Ja, ist auch ein bisschen komisch eigentlich, ne? Zur gleichen Seite hin, aber ließ sich wahrscheinlich nicht anders machen. Also wir hatten das ist zur Freundseite hin, ne? Die Richtung ist nach Lüttich. Ach so, ja klar, okay. Da macht es halt wieder eher Sinn, ne? Aber trotzdem komisch, weil wenn es, sage ich mal, von der Seite einen Einschlag gegeben hätte, dann wäre ja normalerweise der Notausstieg auch unmittelbar betroffen, ne? Aber gut, werden sich schon was dabei gedacht haben. Natürlich, guck mal, das ist mit 2 Reihen Stahlstreben und dazwischen ist wahrscheinlich auch Sandsäcke gewesen. Ja. Und hier war ja wahrscheinlich noch eine Panzerplatte und hier auch nochmal Sandsäcke. Richtig, genau. Ja. Ja, cool. Okay. Also zum Rausschießen war das nicht. Das ist der. Nee, klar. Ja. Das sieht man ja. Das ist ja einfach nur, dass die hier drin gewesen sind, auch einen entsprechenden Schutz halt hatten. Das ist mal interessant. Da sind auch noch Leitungen, die da reinkommen. Guck mal. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ja, da müsste man sich halt den Aufbau im Detail halt angucken, ne? Aber muss ja irgendwie. Ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Ja, der obligatorische für die Betreuungslampe. Ja, für die Lampe wieder, ja. Genau, und hier halt einmal um seine Klamotten hier aufzuhängen. Und das war es dann auch schon. Ja, und ein Tisch wahrscheinlich für ein Telefon oder für dran zu sitzen. Oder ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert hat. Ja. Da ist es halt immer interessant, wenn man dann bei solchen Sachen nochmal Originalfotos findet. Wenn wir sowas finden, dann zeigen wir euch das meistens halt hier auch in der Aufnahme. Ja, wir gucken mal nachher durch meine Bücher, ob wir dann ein Foto finden oder einen Plan von so einem Bunker. Genau, das wäre auch nochmal interessant für euch. Ja. Hier ist nochmal die Außenaufnahme jetzt von dem Bunker. Also es wird halt als Telefonkommunikationsbunker bezeichnet. Ihr habt da jetzt im Prinzip nochmal die Granatenauswurfschächte an jeder Seite, ne? Also ihr habt hier keine andere Möglichkeit, das hier zu verteidigen. Ja, also konnte nur ringsrum einmal Granaten halt rauswerfen. Und das war es dann halt auch. Aber hier sind auch Einschusslöcher. Mara, hier auf der Seite hast du aber auch, ich würde sagen, Einschusslöcher.
Einwirkungen hier. Ja, die Deutschen, die waren ja hier, die haben ja hier gekämpft. Ja, ja, klar, wir sind ja jetzt von dem Fort Trangsamong, sind wir ja jetzt nicht weit entfernt. Ja. Da hattet ihr beim letzten Video das schon gesehen, aber hier ist es ja auch eindeutig zu sehen. Ihr habt hier überall die Einwirkungen hier, da, hier unten überall. Den Deutschen hat ja was daran gelegen, um die Kommunikationsleitungen zu zerstören. Das stimmt, ne? Ich denke mal. Da mussten sie ja auch ganz genau Bescheid wissen, wo die einzelnen Sachen auch stehen. Das Die war wussten, jetzt auch kein die wussten Geheimnis. Das alles. Die wussten das. Ja. Ja. Die haben so einen guten Geheimdienst gehabt. Ja. Und so ein Ding hier im Wald zu bauen, das kannst du nicht irgendwie verheimlichen. Nee. Das war ja auch so, bei der Maginot-Linie haben sie sich ja auch gegenseitig beobachtet die ganze Zeit, wo sie die Sachen hochgezogen haben. Es ist eine Versinderung. Da war die ganze Zeit Wasser irgendwie am Auslaufen. Das ist wie im Bergwerk. Jo, alles klar. So, jetzt schrauben wir uns gerade hier so einen Berg hoch zu einem weiteren Bunker der PFL-Linie. Nochmal für euch das mit der PFL-Linie. Wer vielleicht das andere Video noch nicht gesehen hat, sind Befestigungslinien um Lüttich herum. Wir sind heute wieder in der PFL 1. Das ist die äußerste der Verteidigungslinien, die die Belgier in der Zwischenkriegszeit halt errichtet haben. Und um 1933 nochmal richtig massiv, als die dann gehört haben oder mitbekommen haben, dass Hitler an die Macht kommt, hat man das Ganze noch stärker, noch intensiver halt ausgebaut. Boah, ich bin ja auch schon wieder am Pumpen. Wir gehen gerade schon wieder so steil hier hoch. Ey. Hier kommen Mara und Melanie. Oh. Man ist auch nichts mehr gewohnt. Ey. Krass. Wenn man den ganzen Tag auf seinen Arsch sitzt, umso besser ist es, dass man jetzt einmal wieder rauskommt. Oh. Ja, auf jeden Fall haben die Belgier das halt richtig massiv halt ausgebaut, um ja ähnlich wie bei der Maginot-Linie halt einen gewissen Schutz zu haben. Dass halt sowas wie im Ersten Weltkrieg vermieden werden konnte, aber wie ihr das ja mitbekommen habt, geschichtlich gesehen, haben die Deutschen massiv auch mit Luftlandetruppen gearbeitet, also Fallschirmjäger, die systematisch diese Stellungen hier eingenommen haben. Verschiedene Festungen, im Emal zum Beispiel, ne, oder Fort Trangsamong, was wir jetzt letztens schon mal kurz gezeigt haben. Das sind halt alles so Werke und Befestigungen, die sehr schnell und sehr professionell von den Fallschirmjägern eingenommen wurde. Und damit hat man, sage ich mal, damals beim Bau dieser Festungen auch noch nicht. Oh, Mara hat irgendwas entdeckt hier. Müssen wir mal kurz gucken. Ich laufe jetzt hier blindlings vorbei. Da ging ja nicht den Weg. Auch dahin, ne? Ein kleiner schmaler So ein schmaler Weg, ja. Hier ist nochmal so eine kleine Ruine, die wir jetzt hier gerade noch gesehen haben. Ja, ob es dazu gehört, ist jetzt so fraglich, weil das vom Bau her, von den Mauern doch schon ziemlich anders aussieht. Wobei, ja, du hast aber vorne so ein Fenster, das ist komplett betoniert. Das sieht schon merkwürdig aus. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Vielleicht können wir da trotzdem mal kurz hingehen. Meinst du, siehst du das Ja. Ja, es sieht schon ein bisschen komisch aus, das Gebäude. Das muss man schon zugeben. Aber es muss jetzt nichts heißen. Kann auch einfach nur ein älteres Gebäude sein, weil hier sind ja auch viel in Belgien viele Anwesen, wo es halt Schlösser gibt, kleinere Burgen und so weiter. Aber die Lage ist hier schon sehr, sehr komisch hier einfach. Das muss man schon sagen. Und diese betonierten Fenster hier, die Rahmen. Doch, Mara, hier unten ist der Turm. Mara,
Hier unten ist der Turm. Sie hört es, glaube ich, nicht. Wir haben hier unten den Turm gefunden, Leute. Ich muss erst mal eben holen. Kann ich hier zum Wochenende hier rumschreien wie so ein Wild geworden. So, ich habe es jetzt erstmal eine Runde gepfiffen, weil hier unten hat sich nämlich der Turm versteckt. Also muss dieses Gebäude nämlich hier dazugehören. So eine Schindel, weil ihr seht hier, das ist hier nämlich so komplett ausbetoniert. Also muss das der Unterkunftsbereich sein für diesen Bunker hier unten, wo der Panzerturm installiert ist. Das ist halt richtig interessant. Ja, das ist halt wirklich auch, das kotzt mich halt auch an überall, wo man so ist. Und wenn das wirklich die entferntesten Städten irgendwo sind, die geheimsten Punkte, irgendwie liegt da auch Müll. Ne? Das ist so, weil hier kommt auch nicht immer einer hin. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich würde tippen, dass das hier auch der Unterkunftsbereich ist für die Mannschaft, für die Bedienung, die noch hier zu diesem Bunker gehört. Und den gucken wir uns jetzt gleich an. So Leute, jetzt wird es natürlich gleich wieder wild, wie ihr es ja jetzt kennt, mittlerweile von uns. Ich versuche das auch immer für euch aufzunehmen, damit ihr mal einen Eindruck davon habt, was man immer unternehmen muss, um hier hinzukommen in die Bereiche, statt die Kamera dann anzumachen, wenn man davor steht. Es gehört auch irgendwo zu den Abenteuern dazu. Und das macht halt auch das Ganze aus. Und das ist halt der deutliche Unterschied, wenn man jetzt in ein Museum geht. Junge. Hier ist auch noch mal ein Zwischenbereich gewesen, der betoniert ist. Und dann ist man jetzt hier hoch zu dieser Unterkunft gekommen. So, Mara ist da hinten, Melanie müsste auch irgendwo hier sein. Hier ist es auch noch mal so abgesichert gewesen. Und hier, Junge, hier müssen wir auch wieder rüber. Also manchmal sieht es so aus wie gewollt und nicht gekonnt. Aber sie ist da. Ich glaube, sie hat auch noch einen Bunker gefunden da vorne. Sie hat, glaube ich, auch noch einen Bunker gefunden. Komisch. Eigentlich soll hier nur einer sein. So Leute, ehe wir uns den Panzerturm jetzt angucken, dann gehen wir erstmal eben zu Mara, weil sie hat da auch irgendwas. Ihr habt auch was gefunden? Ich habe den Panzerturm hier. Ach, meine Güte, diese scheiß Brombeersträucher, die machen mich auch wahnsinnig. Ich wusste nicht, dass dieser Bunker hier ist. Ja, ich habe mich jetzt gerade gewundert. Hä? Also Mara und Melanie, die haben hier... Ja, ich war jetzt auch erstaunt. Aber dann hast du das auch nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Oder? Und diese Bunker, das ist eigentlich solche Bunker. Pass auf, du hängst hier überall. Noch ein bisschen weiter außerhalb der PFL. Ja. Das sind Maschinengewehrbunker wie nennt sich das auf Französisch? Blockhäuser, solche Blockhäuser? Ja, kleine, Also wie kann man das auf Deutsch sagen? Vorausgeschobene Position. Posten, ja, okay. Ja. Position, aber Neo so. Ja. Und wenn du reinguckst, gib mal rein, da ist sogar noch die Stütze vom Maschinengewehr. Aha. Also haben die Maschinengewehr und Panzerturm parallel hier gehabt. Ja. Und diese Bunker, da gibt es außerhalb von der PFL in Dahlem, in Homburg, in verschiedenen Orten mehrere von. Ja. Auf den ganzen Einfallswegen von Deutschland hat man dann solche Bunker als vorausgeschobene Position. Posten, ja. Ja, das ist wirklich interessant. Hier sieht man hier an dieser Öse, dass hier eine dicke Stahltür drin gewesen ist. Tatsächlich, ja, guck mal. Dick war die nicht. Das war eine Gittertür mit dem Blech. Aber hier ist da noch mal was. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das war einmal eine Gittertür und eine dickere Blechtür. Okay. Ja, guck mal, tatsächlich. Ja.
Hier ist noch dieser Aufsitz für das Maschinengewehr, dass man das hier arretieren konnte. Die Schießscharte hat man jetzt hier zugemacht. Die hat man jetzt hier vermörtelt. Hier oben hat man auch wieder so ein Originalbrett. Das hält auch lange, ne? Das ist hier wahrscheinlich Eiche oder sowas gewesen. Auch wenn es nass ist, das hält schon trotzdem noch seine Zeit. Und die typischen Löcher für die Rauchabzug. Mhm, genau. Das sind vier Stück immer so. Richtig, weil ihr müsst euch ja, ich weiß nicht, ich wiederhole es wahrscheinlich auch immer wieder, aber vorstellen, wenn man jetzt wirklich vielleicht auch über mehrere Stunden hier immer wieder Feuer abgegeben hätte, entwickelt das Maschinengewehr ja Abgase. Gerade die älteren Maschinengewehre sind nicht wie die neumodischen Maschinengewehre heutzutage. Und diese Abluft musste ja natürlich irgendwie raus. Und das sind solche Sachen, solche Ablüftungsvorrichtungen, damit das dann auch hier herauskommt. Die Soldaten hatten Gasmasken auf beim Schießen. Ja, genau. Ich habe das in Italien häufig gesehen, da ist es noch installiert. Da hast du halt hier das Abgassystem und dann konnten die Gasmaske anschließen. Guck mal, die Decke da, hier, wo ich hinleuchte. Da das für ist die Lampen. wieder das Typische für die Petroleumlampe. Ja, genau. Hier haben sie die Lampen wieder dran gehangen. Hier ist wahrscheinlich wieder für die Granaten. Ja, die Haken. Ja, das ist so ein Granatenauswurf. Na, guck mal, hier räumt scheinbar immer jemand auf. Das ist ja auch nett. Ja. Da ist nur ein bisschen Müll drin. Ja, so, weißt du, da ist das nicht ganz so zugemüllt und jeder kann sich das immer noch anschauen. Sogar 2 Petroleumlampen drin. Ja, klar. Die ausreichend Licht halt hatten. Aber was mich wundert ist, dass unten keine Löcher sind für die Rauchabzug. Weil normal sind immer 4 Löcher. So, da unten, da wo ich hinleuchte, wo das Kreuz ist, da müsste eigentlich eins sein, da müsste auch eins sein. Ja gut, aber ich weiß ja nicht, inwieweit das standardisiert ist, wie bei den Deutschen mit den Regelbauten. Ja, aber diese Bunker, da gab es, die sind alle dasselbe. Nur der Eingang ist manchmal ein bisschen anders. Ja. Also manchmal links, manchmal rechts. Ja, ja gut. Aber hier hat man es jetzt scheinbar nicht gemacht. Ne? Wird schon seine Gründe gehabt haben oder Zeitgründe, keine Ahnung. Ich habe ein ganzes Buch nur über diese Sorte Bunker. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Da kannst du ein komplettes Buch schreiben, nur über diese Anlagen hier. Das ist schon heftig. Nur über diese kleinen Pillboxes. Ja, was anderes ist es im Endeffekt nicht. Ne? Komm, lass uns komm, genau. Das wird jetzt auch nochmal richtig interessant. Irgendwo Grenzsteine finden. Ja. 4 Ecken. Ach, die haben sich das im Prinzip auch wie die Deutschen so abgekauft, die Bereiche? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das haben die auch gemacht. Grenze davon, von dem Militärstück. Und Genau. an den 4 Ecken sind eigentlich auch nur Grenzsteine mit einer Markierung. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Markierung. Ja. Wenn man einen findet, muss man drauf schauen, dann siehst du das. Ja, das habe ich halt auch schon häufig gesehen und auch nachgelesen, dass die kleinen militärischen Gebiete, wie jetzt hier für den Bunker, halt von der örtlichen Bevölkerung, weil das ja vorher hier auch schon jemand gehört hat, abgekauft wurden. Ja. Und damit sie das dann halt dahin bauen können. Also es wurde jetzt nicht einfach enteignet. Auch die Deutschen haben das nicht gemacht bei ihren Landsleuten. Die haben das abgekauft. Und dann halt ihre Befestigung beziehungsweise ihre Bunker und so weiter dann einfach dahin gebaut. Und deshalb kann man sich im Gelände auch ganz gut immer an diesen Steinen, Grenzsteinen im Prinzip ranhangeln. Wenn man da einen auf einmal im Gelände findet, aber das Werk oder den Bunker noch nicht, dann weiß man aber, aha, hier könnte jetzt einer sein. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Information, vielleicht auch für euch, die das mal hier selber prüfen wollen, selber mal ins Gelände gehen wollen. Mir ist jetzt gerade hier noch was aufgefallen, deshalb bin ich hier so ein bisschen hängen geblieben. Guck mal, hier habt ihr noch, es ist jetzt nicht unbedingt Stacheldraht, aber es wird irgendwas sein, was man hier, das können auch irgendwelche normalen Federn vom Bettgestell, aber das ist hier in dem Baum drin, komisch. Naja, ich will jetzt hier nicht so viel Material nach unten befördern, sonst ist das gleich da unten in dem Grundstück. Ein bisschen aufpassen. So, jetzt habt ihr hier den Panzerturm gefunden. Wahnsinn.
gebe dir da mal das Zepter. Guck mal, du hast hier noch die ganzen Nummern drauf. Ja. Das ist ja immer interessant. Also Mara sagte jetzt eben, das ist ein Turm eines ehemaligen französischen Panzers aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Ja, ABX. ABX. Da werden wir auf jeden Fall ein Foto finden und euch das hier nochmal einblenden, wie die ausgesehen haben. In meinen Büchern habe ich schöne Fotos davon. Ja, können wir mal reingehen? Ah, guck mal. Ey, wow, du kannst ja richtig weit reingehen. Ja, guck mal da. Kommst du in den Bunker hier rein? Richtiger Eingang. Krass. Ja, das hat man auch selten. Also vom Umfang her, vom Volumen ist das ungefähr wie der Panzer Ausführung 3 der Deutschen. Das ist ungefähr so. Jetzt muss ich. Ja. Das ist schon krass. Boah. Also weißt du jetzt eben aus dem Kopf, was der für ein Geschütz hatte? Nee, ne? Ich glaube aber irgendwas mit Kaliber 30 wahrscheinlich, wenn es aus dem Ersten Weltkrieg ist. Ja, sowas Kleineres. Nee, wollte ich jetzt. Melanie wollte noch eben kurz einmal filmen. Okay. Ach, hier, guck mal, hier steht sogar dran, hier. APX2 und hier steht noch, glaube ich, ein B. Das ist wahrscheinlich die Typenbezeichnung. Hier ist noch eine 3. Also hier sieht man auf jeden Fall sehr viele Seriennummern, Bezeichnungen. Dann kann man das richtig gut zuordnen. Und hier auch noch mal so ein bisschen, Melanie, wenn du hier mal an die Seite guckst, hier seht ihr so die Stärke der Panzerplatte. Ja, keine Ahnung. Wenn man drauf leuchtet, dann mache ich für Robby von Master Milo auch. Geht das so oder ist das zu hell? Ich weiß nicht. Nimm mal das Licht weg. So besser? Ich glaube, das geht besser. Ja, das ist ein bisschen zu grell. Ja, wir krabbeln jetzt hier mal eben kurz rein für euch. Weil wir können hier höchstwahrscheinlich noch bis zu dem Bunker, wo die Soldaten sich wahrscheinlich dann auch aufgehalten haben. Ich könnte wetten, dass das dazu gehört, aber nicht als wenn es kracht. Das ist nur in Friedenszeiten, um sich aufzuhalten. Ja, ich glaube auch. So. Also muss ich nur wieder gucken, dass mein Mikro sich hier nicht wieder löst. So. Okay. Dann, ja, also wir haben hier, wie es halt typisch so im Panzer ist, habt ihr jetzt hier die Kanone im Endeffekt verbaut. Die ist jetzt nicht mehr da. Ihr habt hier diese Drehkanzel ringsrum. Hier ist höchstwahrscheinlich auch ein Bereich gewesen, wo die Soldaten rausschauen konnten. Das kenne ich so jetzt nicht. Also hier wie so eine Art Okular nach draußen. Und diese Seite halt, wenn die Turmluke geschlossen ist, zu überprüfen. Hier ist noch ein Maschinengewehr. Aber der kann auch zwei, hier ist das Maschinengewehr. Hier ist das Maschinengewehr. Das wird höchstwahrscheinlich auch für eine Beobachtung gewesen sein auf der Seite. Da müssen wir noch mal gucken. Hier konnte man auch rausschauen. So, hier ist die Luke, die fehlt. So, und jetzt können wir, wie gesagt, hier rein. Schatz, kannst du noch mal eben kurz die Kamera kurz übernehmen? Ich gucke mal, ob ich hier überhaupt jetzt... Muss man hier diesen Stock rausnehmen. Oh. Der stört ein bisschen. Scheiße, hoffentlich komme ich hier wieder hoch. Das ist schon ziemlich weit unten. Okay, hier an der Seite sind ja, solche Kammern. Höchstwahrscheinlich wurde hier die Munition, die Kartuschen und die Granaten halt aufbewahrt. Junge. Okay. Jetzt bin ich noch mal eine Station tiefer gelegt. Kommst du ran? Ja, okay. So, Leute. Abflug. Wow. Jetzt sind wir hier unten drin. Da ist Melanie. Und hier sind jetzt die Kammern. Oh, ich muss erst mal ein bisschen zurückgehen, damit ich mich hier überhaupt bewegen kann. Hier sind die Kammern, wo die Granaten dann natürlich hingelegt wurden, aufbewahrt wurden. Hier ist noch ein alter Topf, hier hat es natürlich auch ein bisschen Müll reingeschafft, leider. Okay,
Jetzt sind wir hier richtig in einem Aufenthaltsbereich. Das ist natürlich richtig interessant. Hier sind natürlich sehr viele Steine drin. Vielleicht hat man versucht, das zu verfüllen. Aber hier, das ist auch noch so ein altes Blech hier. Bretter. Vielleicht hat man hier auch ein Bett gehabt. Oder 2 Betten, je nachdem, wo die Soldaten sich hier hinlegen konnten. Dass es vielleicht kontinuierlich bemannt gewesen ist, halt in Kriegszeiten zumindest. So, und hier hinten wird mit ziemlicher Sicherheit der Notausstieg sein. Genau. Hier ist der Notausstieg. Diese Leiter ist wahrscheinlich ein bisschen aktueller. Und dann geht es hier hoch. So. Und gehen wir mal hier eben hoch. Hallo. Hallo. Drin. Wieso? Feierabend. Wie, darf ich nicht mal raus hier? Ach, guck mal, Melanie kann die Klappe sogar aufmachen. Ja, sehr schön. Stark. Müssen wir nicht da. Ich möchte auch noch einmal rein. Na klar. Oh. Aber es ist krass, der Raum da unten ist schon groß. Ja. Also ich glaube, die haben sich da auch aufgehalten, also 2 Betten oder so drin gehabt, bin ich der Meinung. Oh. So. So, Mara geht jetzt auch einmal rein. Ja, das ist eine Granate. Hier für Granate. Tja, die Frage ist nur, wo geht das Loch hin? Ich glaube nicht. Genau, ich glaube nicht, dass das hier für die Granaten ist. Unten musst du nur wieder Kopf einziehen. Ist nichts für große Leute. Ja, jetzt können wir das nämlich ganz gut sehen, wie tief das nämlich jetzt ist. Das ist bestimmt locker. Ja, 3,5 Meter geht es nach unten. Genau, also nochmal zum Verständnis. Melanie hat auch gerade nochmal die Frage gestellt. Diese Bereiche haben die im Prinzip gebaut, die Belgier, weil es zwischenzeitlich, ja, es war halt auch teuer und der Staat musste auch gucken, weitere kostenintensive große Festungen zu bauen oder sich dann für solche Systeme zu entscheiden, dass man dann gewisse Einfallspunkte nicht mit einer großen Festung geschützt hat, sondern ja, kleinere Bauten und die dann halt, um noch mehr Feuerkraft zu haben, mit solchen Türmen halt ausgerüstet hat. Das war dann, sage ich mal, die günstigere Entscheidung dann. So, wir machen jetzt überall noch mal ein paar schöne Fotos. Wie gesagt, hier sind ja an jedem Teil sind ja hier extra Seriennummern drauf. Das ist schon mal, ich sag mal, für Leute, die sich für historische Fahrzeuge interessieren, die vielleicht auch irgendwas gerade aufbauen. Mara ist ja da mit Kollegen am Werk, die bauen beispielsweise alte Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Ein Stackhound. Ein Stackhound zum Beispiel jetzt aktuell. Und demnächst ein Churchill. Und ein Churchill. Also dann seht ihr, da ist noch einiges in der Mache. Und gerade für solche Menschen ist sowas halt perfekt. Weil ja, man sieht es halt gerade draußen jetzt nicht mehr so häufig. Klar im Museum. Aber es ist halt immer noch mal was anderes. Und wir haben auch gerade hier gesehen, der hat hier auch ein Periskop hier oben, mit denen er hier auch noch schauen konnte. Also der hatte schon eine gute Rundumsicht, weil nicht nur hier, das wäre ja 360 Grad, weil man das ja hier bewegen konnte logischerweise, sondern auch hier an den Seiten. Hier war auch sowas verbaut. Ja, da ist ein Topf, wo die leeren Hülsen weggehen. Ja, da in der Mitte, ne? Der ist total voll. Ja, da haben sie die Hülsen reingeworfen. Das ist natürlich jetzt der Betonaufbau und dann gehen die Hülsen, wenn die hier geschossen haben, da unten rein und sind dann aus dem Kampfraum raus. Oh, hier steht noch hier. Ja, ist auch nochmal die Bezeichnung APX, APX 2, da stehen Nee, hier steht der 13, hier steht 12. Ja, ich vermute mal, das sind die einzelnen Elemente, weil guck mal, hier ist es ja wieder verschraubt. Ja, genau. Das ist wie so ein Bausatz einfach nur. Damit die dann auf dem Fließband oder wo auch immer dann Bescheid wussten, was gehört jetzt zusammen. So Ikea. Ja, vermutlich, ne? Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Guck mal, und hier vorne, weiß ich nicht, was ist das? Was würdest du hier sagen? Hier steht dann auch APX. Guck mal hier vorne. Was ist das denn wohl? Das ist
Das ist so eine Füllschraube, wie man bei einer Katerentlüftung auch sieht. Okay. Warte mal von drin. Weil da wäre ja das Maschinengewehr gewesen. Ne? Hier an der Seite. Oh, das ist die Achse. Das ist die Achse hier vom Maschinengewehr. Ja. Wenn man die Achse hier reinstecken kann. Mhm. Okay, ja, damit das halt vernünftig arretiert ist. Ja. Ja. Und damit schließt man die Achse wieder von oben. Ja, das ist echt spannend. Ja, und dann hier, wie gesagt, auf so einem Teller nochmal vernietet, verschraubt hier auf dem Betonsockel. Ja, und dann hatte man hier die Möglichkeit, mit dem Ding das Feuer zu eröffnen. So, jetzt haben wir hier nochmal diesen Grenzstein gefunden, von dem wir eben gesprochen hatten. Da könnt ihr das sehen. Da ist aber noch eine Ziffer, glaube ich, drunter. Oder ein Kreis. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. So, DN, Mara meinte irgendwas Französisches. Ja, das ist eine Abkürzung für irgendwie was Französisches, militärischer Bereich oder irgendwie sowas heißt das. Und, Ach ja, stimmt, Defense, irgendwas steht doch da immer. Ja, Defense, dann, Schieß mich tot, ja. Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf, aber das steht viel in diesen militärischen Gebieten immer noch dran, die alten Schilder, Defense. Was man hier sieht, ist wo der Stacheldraht dran war. Ja, hier. Die Ecke. Und da hängt auch noch Stacheldraht dran. Tatsächlich hier. Das ist einfach nur so abgeknippt. Ihr habt hier noch die einzelnen oder die Reste von dem Stacheldraht. Und das sieht man bei jedem Bunker. Um jeden Bunker ist so ein Zaun mit Stacheldraht und an den Ecken sind dann diese Grenzsteine. Ja. Und an einer Ecke ist dann auch so ein kleines Türchen, wo man reingehen kann in den inneren Bereich um den Zaun. Aber es ist schon pittoresk so mit so einem Gartenzaun drumherum. Ja klar, weil die sich das halt abgesperrt haben. Ja. Damit das für jeden dann erkennbar ist. Das ist ja eigentlich auch nur für die örtliche Bevölkerung dann gewesen. Ja. So, wir sind jetzt wieder ein bisschen weiter gefahren, weil wir uns jetzt nochmal hier einen weiteren Spot von der PFL 1 anschauen wollen. Wir sind jetzt hier an dem Fluss am Pleve, sagte Mara. Ja. Und hier gibt es auch noch ein paar spannende Bunker, die jetzt hier zu der Verteidigungslinie gehören. Hier sind direkt direkt zwei nebeneinander. Und die sind jetzt hier direkt am Fluss. Das ist auch krass, ne? Wenn der mal Hochwasser hat. Dann war ja aber auch Schicht im Schacht. Ne? Dann hätten sie das Ding gar nicht so wirklich bemannen können. Oder es war jetzt eingeplant auch. So. Jetzt sind wir direkt auf dem Dach. Ja, hier unten siehst du schon die Schießscharte. Guck mal gleich mal von vorn. Und dann hat er wahrscheinlich nach hier auch nochmal. Ne? War das jetzt ein MG-Bunker? Nee, hier hat er gar nichts, komischerweise. Der hat nur hier. Ja, der sollte ja auf die Brücke. Da hinten ist die Brücke. Ach so, ja. Die sollte er verteidigen. Ja, und macht der Sinn. andere, der siehst ja auch, der schießt auch zur Brücke. Mhm. Okay. Und der ist getarnt als Kaffeeterrasse. Ja, stimmt. Ne? Von Weitem wird es das jetzt nicht unbedingt Das ist original, ne? Das ist so gemacht. extra so gemacht. Das hat man ja auch bei vielen Anlagen, die ein bisschen abgetarnt als Häuser. Also wie der getarnt ist, war, das weiß ich nicht. Die waren alle getarnt. Die waren echt alle getarnt. Hier müsste ja dann der Zugang gewesen sein. Ne? Und hier ist sogar noch. Ja, hier gab es noch eine Absperrung. Hier war der Zugang. Ja, Hast du gerade eine Taschenlampe bei dir? Oder? hier habe ich. Guck mal eben, meine ist jetzt wahrscheinlich wieder im Rucksack. Hier ist auch die Lüftung. Ja. Können wir hier mal reingucken. Man sieht halt nur so den Kampfraum so ein bisschen. Boah, ich guck mal, ob ich jetzt die Kamera einmal für euch so ein bisschen drehen kann. Jetzt darf mir jetzt nur nicht die Kamera jetzt hier rausfallen. So. Da könnt ihr jetzt so ein bisschen sehen. Ja. Aber nicht viel, ne? Also, da haben sie auch wieder ein bisschen Müll reingeschmissen.
Aber so habt ihr wenigstens ein bisschen reingucken können. Das ist wieder ein Beispiel jetzt hier in der PFL-Linie. Was heißt denn PFL nochmal? Das ist ja die Abkürzung jetzt dafür. Das ist die Abkürzung für Position Fortifié de Liège. Ah ja. Also, Fortifikation. Verstärkte Position von Lüttich. Ja. So nochmal für euch, was die Abkürzung eigentlich bedeutet. Und insgesamt 4 Stück. Es ne? gibt 4 Ringe Ja, eigentlich. 4 Ringe. Ja, Ringe. Die PFL 1 ist wirklich ein Ring und die fängt da hinten an. Da, wo der Berg wieder anfängt, da fängt der Ring an. Hier sind an dem Fluss einige Bunker und da oben auch. Mhm. Und ja, hier fängt die an und dann geht die im großen Bogen um Lüttich an der Ostseite bis nach Visé geht die PFL 1. Und die PFL 2, das ist die zwischen den alten Fortifikationen. Die PFL 3, das ist um die Maas bei Visé, links und rechts. Mhm. Und dann hat man noch die PFL 4, das ist meistens in der Stadt von Lüttich und bisschen dichter an Lüttich. Die Brücken, die gehören dazu. In den Brückenpfeiler sind auch Bunker drin. Mhm. Und bei manchen Brückenpfeiler sieht man dann auch noch, dass da Bunker sind. Ist, ja. Aber viele sind auch schon irgendwie komplett... Ja, gerade mitten in der Stadt. Ne? Ja. Aber so hätte man sich ja, also so erscheint mir das ja, hätte man sich stückweise zurückziehen können. Wenn man jetzt die PFL 1 nicht hätte halten können, geht man wieder eine zurück und so weiter, bis man halt in der Stadt ist. Ne? Ja, ob das so vorgesehen war, weiß ich nicht. Aber ich denke schon. Ja gut, wenn man jetzt mit Ich den weiß nicht, Kräften, wie die man hatte, Die Strategie, die wurde ja dauernd angepasst und die Linien wurden ja auch dauernd, verändert. Ja. beim Bauen wurde ja auch dauernd angepasst. Also darum, hier ein Stück weiter sollte ja ein Fort gebaut werden. Und das Fort, das hat man ja nicht gebaut, weil der König da kein Geld mehr für hatte. Und darum ist da oben auf dem Berg so eine Antitank-Kanone eingegossen, so ein Wo wir gerade auch waren. Panzerturm. Ja. Und auf dem anderen Berg auch. Ja. Also, Ja, also lass uns mal die genau, wir gucken uns mal den nächsten an. Also ihr seht wirklich, die ist schon ziemlich umfangreich, die Verteidigungsstellung hier um Lüttich. Also man hat sich da auch wirklich Gedanken gemacht. Und es ist echt spannend, was hier für einzelne Werke wirklich errichtet wurden. So, Bunker Nummer 2. Melanie ist hier auf der Terrasse. Also das wäre jetzt zum Beispiel mal so eine Tarnung. Also ihr müsst euch das jetzt vorstellen, hier oben wäre halt vielleicht auch Betrieb gewesen in Friedenszeit, ne, dass man das, wenn es Spione jetzt gegeben hätte, jetzt deutscherseits, die vielleicht in Friedenszeiten hier gewesen sind, hätte man das vielleicht nicht als Bunker wahrgenommen. Aber ihr könnt hier unten sehen, hier ist die andere Schade gewesen. Man hat jetzt hier praktisch eine überdeckende Feuerlinie gehabt. Einmal hier in diese Richtung. Mara sagte, da hinten waren aber auch noch andere Bunker, die mittlerweile abgebrochen sind. Und er hat ja hier seine Feuerrichtung praktisch hier. Also ihr habt praktisch hier das typische Kreuzfeuer, könnt die Feuerwinkel entsprechend ziehen und hättet überall ja, reagieren können. Es hätte jetzt keinen toten Winkel gegeben. Ne? Also sehr, sehr spannend. Finde ich jetzt, klar, da gibt es jetzt nicht viel zu sehen in diesen Bunkern, aber der APX-Bunker mit der Panzerkuppel, mein Gott, heute ist auch wieder schlimm. Mit der Panzerkuppel war auf jeden Fall richtig spannend und ja, wie gesagt, das sind hier verschiedenste Blöcke. Wir werden uns jetzt gleich noch ein paar andere Sachen angucken und ja, werden dann weitermachen. Ein weiteres Beispiel jetzt von der PFL-Linie, von den Bunkern, haben wir jetzt hier vor uns. Ne, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen modern aufgemacht wurde, aber früher sah es halt genauso aus. Jetzt seht ihr nämlich oben, da gab es genau solche Aufbauten, was jetzt hier natürlich modern ist mit Stiegen nach oben, oben noch ein Tisch und so weiter. Aber was hier auf jeden Fall ganz interessant ist, hier außen wurde jetzt hier mit so Bruchstein gearbeitet und hier kommt der eigentliche Beton erst. Also dass das, jetzt wo wir gerade hier hingefahren sind, habe ich das auch gar nicht für voll genommen, dass das ein Bunker ist. Man sieht es wirklich erst, wenn man kurz davor steht. Und das imitiert so ein bisschen, als ob das jetzt irgendein reguläres Gebäude halt ist. Ne? Das ist schon cool.
Ja, der hat die Schießrichtung da zu der Brücke. Genau. Die Brücke da verteidigen. Und hier war die Schießscharte. Hier kann man reingucken. Aber es sieht auch speziell aus, oder? Hier kann man reingucken. Ja. Ja, kann man reingucken. Mal gucken, ob ich mit der Kamera da bis da hinten hinkomme. Warte. Dann könnt ihr das so ein bisschen erkennen. Du sagst immer, das ist ja nur ein Kampfraum, ne? Ja, das ist ein und dann Kampfraum dann die und- Schleuse, ne? Und so eine Eingangsschleuse. Das ist eine Gittertür und eine Panzertür. Ja. Außen ein Gitter und innen eine Panzer. Das ist eigentlich, die sind alle so aufgebaut. Mhm. Und ja, der Bruchstein ist halt als Camouflage Ja. drumherum. Und hier? Was das ist, Was? wahrscheinlich eine Mechane, um das hier aufzumachen, wenn man schießen will. Das kann sein, dass die da noch mal irgendwie was dran hatten hier, dass man das irgendwie aufklappen konnte oder ähnliches. Das ist ein Kastanienbaum hier, ja. Aber wahrscheinlich irgendeine Klappe dran, die man aufmachen kann mit einem Seilzug oder irgendwie oder so. Keine Ja. Ahnung. So, es geht weiter. Mitten an der Straße, aber die sollten ja auch gewisse Zufahrten und so weiter abdecken. Ein etwas größerer Bunker, ne? Ja, Da oben ist auch irgendwie noch so ein Aufbau hier oben drauf. ich glaube, der hatte auch eine Stahlkuppel, genau wie der an der Feste. Sieht fast so aus, ja. Und die Stahlkuppel, die haben sie mitgenommen und den Atlantikfall wieder eingebaut. Ja. Also auch wieder der Fall, ne? Dass sie das wirklich... Hier ist eine Kuppel gewesen. Und wenn du hochkommst, siehst du auch, hier ist die ausgebrochen. Ja, Das siehst du. ist auch ein Riesending gewesen, ja. Ja. Also hier wieder auch der Fall, dass wirklich Verteidigungsstücke, also wie zum Beispiel diese Stahlkuppeln, die ihr ja alle kennt, diese Glocken, dass man die hier auch wieder rausgebaut hat, um die dann beim Atlantikwall einzusetzen, ne? Weil man hier die Verteidigungslinie so gesehen halt nicht mehr brauchte. Aber guck dir mal die dicke Armierung an. Ja, ist krass, ne? Ja. Wie massiv das hier ist. Ihr könnt das hier sehen. Da. Das ist schon Wahnsinn, ey. Was hier wieder an Stahl, Beton verbaut wurde. Da geht der Tür. Da war die Panzertür und da war, hier war, glaube ich, die Nahverteidigung. Mhm, haben sie dann wieder zugemacht, ne? Ja, wahrscheinlich irgendwie zugemacht. Ich habe keine Ahnung. Wollte auch eine Nutzung gehabt haben. Hey, der hat eine Toilette. Ah jo, tatsächlich. Muss mal vorkommen, ich habe jetzt gerade meine Taschenlampe im Auto gelassen. Da muss der rein. Können wir das nochmal sehen hier mit dem 2 Füßen hier. Stiefelabdruck. Ja. Das ist jetzt unwohl. Oh. Ja. Das ist gefiltert. Ja, der ist wieder so wie der Bunker de Vestre. Ja, ja. So ist der hier aufgebaut. Hier guckst, hier war die Kuppel. Ja, Hier warte. sind noch die Steigeisen von der Kuppel. Ich muss eben Melanie mal kurz leuchten hier. Wo hast du denn eine Taschenlampe nicht? Ja, die habe ich gerade im Auto gelassen, Idiot. Hier ist die Kuppel, die ist zugemacht. Ja, genau. Kuppel sogar nur mit so einem riesen Riegel da. Ja, dass sie es noch verschließen können. Und das ist die zweite Schießkammer. Ja, der ist hier wie der Bunker de Vestre halt, ne? Hier ist der Notausgang. Hier ist der Notausgang. Ihr habt da noch für die Belüftung. Aber es ist halt immer wieder erstaunlich, dass bei diesen Anlagen halt wirklich richtig geräubert wurde, ne? Man hat hier wirklich die Sachen alle irgendwie wieder abgebaut, weil man diese Verteidigungslinie nicht mehr benötigt hat auf deutscher Seite.
In welchen Werken jetzt die einzelnen Glocken und so weiter reingekommen sind, das kann ich euch nicht sagen. Hier sagte Mara eben gerade, diese Aussparung für den Bunker, da war ein Scheinwerfer drin. Da konntet ihr innen auch diese Luken praktisch hier verschließen. Weiß ich, hier liegt auch irgendwie noch ein Relikt. Ne, es ist nur eine Tonscherbe, okay. Ich dachte schon, ein Stück von einer Granate, aber ist es nicht. So Leute, das war's heute von uns beiden oder drei. Melanie ist schon wieder weg. Ja, zur PFL-Linie 1. Ne? PFL 1. PFL 1 haben wir heute ein bisschen durchgearbeitet, aber wie gesagt, das ist nur so ein Bruchteil. Mara sagt es jetzt auch gerade noch mal. Es gibt noch so viele Bunkeranlagen. Es gibt in Lüttich 16 Fortifikationen, größer und kleiner. Und wir stehen jetzt bei einer von den größten, die zweitgrößte, in Baptiste. Und zwischen die Fortifikationen gibt es ungefähr 400 kleine Bunker noch. Und ja, hier kann man echt wochenlang filmen. Ja, ich glaube auch. Ne? Ja. Also wie gesagt, wir werden im April hier uns auf jeden Fall noch 2 große Festungen einmal für euch anschauen. Ja. Das wird nochmal richtig spannend. Ne? Wir schaffen nur eine den Tag. Ja, eine werden wir am Tag schaffen. Wir müssen gucken, wie wir das überhaupt machen, ob es eine Serie wird, ob es ein Film wird. Es kommt halt ganz drauf an, ich kann es nicht einschätzen. Du warst wie gesagt schon da. Und sagst, das ist spannend. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante sein, weil alle Sachen sind noch drin. Also die ganze Bewaffnung ist noch drin und die Munitionslifte, die ganze Belüftung, Einrichtung, die sind noch drin und alles ist noch drin. Und man kann Kampfspuren sehen, wo die Deutschen versucht haben reinzukommen. Genau. Also und das Wort, was wir uns angucken, hat 2 Tage weiter gefochten, wo sich ganz Belgien schon längst ergeben hatte. Also regulär viel länger gekämpft, als das der Fall war für Belgien insgesamt. Ja Leute, wie gesagt, das war's jetzt von uns. Wir werden uns jetzt auf den Heimweg begeben, Mara auch. Und ja, wir hoffen, euch hat das gefallen. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Like ist wie immer gern gesehen. Schreibt uns was in die Kommentare, wenn ihr selbst schon mal hier gewesen seid oder ob ihr vielleicht Fragen dazu habt. Dann versuchen wir das auch entsprechend zu beantworten. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.